Hi hi, wie man in Norwegen sagt, und willkommen zum zweiten Teil unterwegs mit der Fuji in Norwegen. In Norwegen haben wir uns natürlich nicht nur Oslo angeschaut. Unser Roadtrip führte uns an der Westküste entlang bis hoch zum Geiranger. Und vom Geiranger ging es über das Landesinnere, über Lillehammer wieder zurück nach Oslo. Somit also doch noch Berge, Gletscher und tief eingeschnittene Küstenfjorde. Und nicht zu vergessen, epische Wasserfälle. Wer Teil 1 unterwegs mit der Fuji in Oslo noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das Ganze in der Videobeschreibung. Mit dabei in Norwegen war also die X-T4, das 23 mm, das 35 mm, das Kit-Objektiv 18 bis 55 mm und das 16 mm f2.8. Und zum Glück waren alle wetterfest. Was ich an diesen Objektiven absolut schätze, ist nicht nur Größe und Gewicht, sondern auch die Abbildungsqualität, besonders gemessen am Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Größe und Gewicht muss man nicht lange überlegen, ob man nicht doch noch eins mehr mitnimmt. Was mir ebenfalls super an diesen kleinen Teilen gefällt, ist, dass sie einen Blendenring haben. Wer lieber mit den Dials arbeitet, kann diesen natürlich auch auf Automatik stellen. Zum Filmen habe ich meistens das Kit-Objektiv benutzt. Damit ich ohne ND-Filter filmen kann, habe ich mir dafür extra noch ein Provia-Profil gebastelt. Zum Filmen in heller Umgebung muss man dann zwar ganz die Blende schließen, aber bei Landschaftsaufnahmen oder auch wenn man in der Stadt unterwegs ist, spielt das eh keine Rolle. Somit kann ich jetzt aber auch gleichzeitig ohne ND-Filter fotografieren. Von Oslo aus ging es weiter an der Südküste über Risør ins Landesinnere zur Lambertslid. Diese Flößerinne ist ca. 4 Kilometer lang und führt durch eine absolut sehenswerte Landschaft. Ideal also für das 16 mm. Und wer nicht laufen möchte, der nimmt einfach die Dampflok. Weißer Sandstrand und riesige Steine. Brusan Beach an der Westküste Norwegens gehörte für mich definitiv zu einem der Highlights. Der Campingplatz lag mitten in den Dünen direkt am Meer und die Sonnenuntergänge waren gigantisch. Nächster Stop, Preikestolen. Einer der Touri-Hotspots, aber dafür mit gigantischer Aussicht. Wie man sieht, kann es absolut schwierig werden, hier vernünftige Fotos zu machen. Für das typische Insta-Bild muss man bis zu 15 Minuten anstehen. Und das nachdem man ungefähr 2,5 Stunden bergauf gewandert ist. Norwegen bereist, sollte in jedem Fall auch seefest sein, denn Fährefahren bzw. Fjordhopping gehört hier zum Alltag.
man auf den Fotos und Videos wahrscheinlich sehen kann, ändert sich das Wetter in Norwegen stündlich. Somit ist es von Vorteil, wenn man erstens eine Regenjacke hat und zweitens die Fujifilm-Simulationen nutzen kann. Für die Aufnahmen bei schönem Wetter mit blauem Himmel nutze ich persönlich ganz gerne den Provia. Und für Aufnahmen bei schlechtem Wetter oder auch bei Dunkelheit eignet sich der Classic Chrome ganz gut. Die Filmsimulationen der Fuji sparen einem somit jede Menge Zeit bei der Nachbearbeitung, denn da gibt's wirklich nicht mehr viel zu tun. Das schlechte Wetter verfolgte uns auch nach Bergen. Zumindest gab es aber immer hin und wieder eine Regenpause. Was mir in Bergen am besten gefallen hat, waren die Farben. Zusammen mit dem Regenwetter gab das so eine ganz eigene Stimmung. Wer Fisch mag, sollte auch unbedingt den Fischmarkt am Hafen besuchen. Dort gibt es Fisch in zahlreichen Variationen und absolut frisch zubereitet. Oder lieber Kaviar? Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Wasser und Berge. Norwegen hat schon gigantische Strände und hier in Refviksanden kann man direkt am Meer campen. Bei schönem Wetter sicherlich ein absoluter Traum, aber auch so sehr beeindruckend. Der Geiranger. Mit Sicherheit einer der bekanntesten Fjorde in Norwegen. Wahrscheinlich, weil hier auch immer wieder Kreuzfahrtschiffe wie beispielsweise die AIDA anlegen. Wer mit dem Camper unterwegs ist, kann direkt am Fjord campen. Aber natürlich gibt es auch Hotels in Geiranger. Neben Hotels findet man auch jede Menge Touri-Shops und Restaurants. Und man muss sich darauf einstellen, dass hier immer jede Menge los ist. Landschaftlich ist der Geiranger ein absolutes Erlebnis, auch wenn es jetzt hier wie im Juli etwas überlaufen ist. Wer mit dem Camper unterwegs ist, sollte abends nicht zu spät am Campingplatz sein, denn sonst gibt es keinen Platz mehr. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück nach Oslo mit einem kleinen Stopp noch in Lillehammer. Von Oslo aus werden wir dann die Heimreise über Schweden und Dänemark antreten. Norwegen hat uns absolut fasziniert und begeistert und aus diesem Grund haben wir auch schon für nächstes Jahr wieder einen Trip geplant. Und natürlich ist auch die Fuji dann wieder mit dabei. Wer von euch auch schon mal in Norwegen war, der kann mir gerne noch ein paar Tipps für nächstes Jahr in die Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.